Hey, hallo, hier bei den Konfunus. Ja, da gibt es manchmal so Sachen, die sind so faszinierend, die will man auch erzählen. Weil die beste Geschichte schreibt immer das Leben. Ja. So im Fitnessstudio, ich spreche eigentlich so weit mit niemandem, wenn ich meine Übungen mache, konzentriere ich mich nur auf meine Übungen. In der Regel, es gibt aber immer Regeln mit Ausnahmen. Die jetzt seit, Gott sei Dank, seit Sauna, seit länger schon. Ja, und da, wenn man so nach dem Training in die Sauna geht, ist das ein Kontaktbörse. So, dann kommt man mit dem und dem ins Sprechen. Und da habe ich noch einen anderen, mit dem ich auch ganz gut auskomme. Der ist sogar, was den Muskelaufbau trifft, viel besser wie ich, und man respektiert sich gegenseitig und lobt auch das, was ich da mache an Leistung. Und natürlich lobt er auch, der ist ja richtig krass, und mit dem tauschen wir auch mal aus. Das ist immer, wenn man sich da im Training sieht, spricht man mal ganz kurz so, und auch sind angenehme Gespräche, motiviert sich gegenseitig. Ja. Und dann wird er im Training und nur Drucker und Ziehen und Presse an Gewicht, um den Körper in Form. Aber ist ein ganz cooler Dude. Und dann gibt es noch jemand anders. Also den ersten, wo ich gemeint habe, der möchte auch Bodybuilding-Wettkämpfe. Ja. Der zweite ist so im Fitnessbereich, aber da ganz gute Muskulatur. Und der ist auch ein ganz jüngerer. Und mit dem habe ich auch schon in der Sauna geschwätzt. Und da finde ich mal auch fast, wenn ich irgendwie was erzähle, habe ich mal von den Manches erzählt, von dem Film. Den fand ich richtig gut. Der dann auch über den Film habe ich gesprochen, und dann drauf hat darauf hat er sich den Film angeguckt, wo man sich wieder in der Sauna gesehen hat er gesagt, wow, war das ein super Film. Ja. Dann habe ich schon wieder gedacht, ja, hast du jetzt nicht viel gesprochen über den Film, aber der hat sich den kleinen Film angeschaut und war halt begeistert. Und dann man muss ja sagen, Filme verbindet auch einen, ja, und dann haben wir oft über den Film gesprochen, und hat sich der Kontakt verbessert. Es ist auch so, dass ich mit dem Zwischenmenschen gut auskomme, und da die Chemie stimmt. Mit manchen Menschen kann ich, mit manchen anderen nicht. Dabei bin ich eigentlich ein sehr geselliger Typ, ich verstehe mich eigentlich mit den meisten. Und dann hat man sich am Cardio-Bereich getroffen. Normal im Cardio-Bereich ist Strampel, ja, das ist Fett verbrennen, aber wenn zum Beispiel und das ist ja jetzt oft passiert, wenn ich Cardio mache und er kommt gerade auch zum Cardio-Bereich und muss gleich das Fahrrad daneben, dann fange ich an mit dem an, kann ich auch neben dem Fahrrad fahren, mit dem auch mal ein nettes Gespräch haben. Das hindert mich nicht, erst geht, oder bin ich ja noch länger auf dem Fahrrad. Ja. Und da haben wir auch mal über den Bruce Lee gesprochen. Der hat ihn jetzt nicht so gekannt. Und da habe ich ja auch einiges an Fachwissen mehr angeeignet, was der Bruce Lee angeht. Durch Dokus, durch Bücher, durch Erzählungen der EWTO und so weiter. Und ja gut, ich meine, die meisten Menschen, die Bruce Lee Fans sind, die wollten auch gern auch die Dokus kaufen und auch Bücher haben sie gelesen, und da haben schon sich andere auch Fachwissen sich zugeeignet. Und da habe ich darüber erzählt, da habe ich gedacht, jetzt hast du zu viel gesprochen, dann hast du bestimmt genervt. So. Nö, anscheinend nicht. Ja. Da bin ich wieder im Cardio-Bereich gewesen, da ist der dahergekommen. Und gut, das hat er jetzt nicht wissen können. Da hat er gesagt, ja, was möchte Bruce Lee aktuell? Und da habe ich gesagt, habe ich ihm erzählt, dass der schon sehr lang leider verstorben ist und so. Und was es für Gerüchte gibt, warum er verstorben ist und so. Und dann hat er mir dazugehört, wieder geduldig. Und da habe ich nicht, dass wir zu viel geschwätzt hast, anscheinend nicht. Weil ich schon wieder daherkomme, wieder im Cardio-Bereich sich getroffen. Und dann hat er gesagt, ich hab jetzt alle Bruce Lee Wälder Folge angeschaut, weil du mir die Tipps gegeben hast. Ich bin halb begeistert. Und da war wie jeder war ja
auch fasziniert, wo ich das zum ersten Mal Bruce Lee gesehen habe. Ich bin ja jedes Mal immer neu beeindruckt, obwohl ich den Film schon oft angeschaut habe. Und so Gott jedem, der den Bruce Lee angeschaut hat, die wird allgemein in das Banner von Bruce Lee hinzogen, wird Bruce Lee-Fans. Ja. Von seinem Charisma, von seiner Ausstrahlung und Kraft, ja, von dem perfekten Körperbau, der in der Weltfolge zum Beispiel hat, die Definition, die Symmetrie, die extreme Definition, ja, der ist ja so, die Muskulatur ist ja so trocken. Und dann halt die Geschmeidigkeit, die Gelenkigkeit, die Präzision, die Geschwindigkeit. Es kann gar nicht Worte fassen, was der Bruce Lee so ausstrahlt an sich, an Eleganz, Geschmeidigkeit und ungeheure Energie. Ja. Es hat ihn dann auch fasziniert und hat ihn auch mitgenommen. Und klar, jeder hat mal erstmal erfahren müssen, dass der Bruce Lee halt dann auch früh verstorben ist. Das hat er dann halt durch mich dann erfahren. Und auf jeden Fall hat ihm die Film auch dann richtig mitgenommen und mitgerissen. Und dank mir hat er die ja dann, also weil ich ihm die Tipps gegeben habe, hat er ja die Filme dann angeschaut. Und er hat ja früher mal Karate gemacht, im Dorf. Und da sage ich, wäre das nichts für dich, wieder mit Martial Arts anzufangen, mit Kampfsport, Kampfkunst. Er hat ein paar Taekwondo-Dojes vorgeschlagen und dann hat er gesagt, ja, er möchte lieber wieder ins Karate zurück. Da sagt du, wenn der Karate der Herzblut ist, das ist auch ein guter Stil, dann mach das, was dir am Herzen liegt. Das möchtest du und das tut bestimmt gut vom Geist und Körper, die Balance. So, dann habe ich nach dem Cardio dann trainiert, war Rückentraining und habe dann eine Rückenübung gemacht und habe ich mir auch so einen Boxsack im Fitnessstudio. Dann habe ich gesehen, wie der dann am Boxsack trainiert. Und gar nicht schlecht, richtig gut. Da sieht man erstmal, dass er schon mal was gemacht hat, dass er Talent hat. Und es hat richtig super ausgesehen. Das habe ich ihm auch gesagt. Dann haben wir auch über meinen YouTube-Kanal gesprochen, weil ich eigentlich so gar nicht so erwähne. Weil da bin ich eigentlich schon stiller Vertreter privat, was meinen YouTube-Kanal angeht. Erwähne ich eigentlich normalerweise nie. Und da, weil es gerade passt hat und ich den schon länger kenne, habe ich es halt dann erwähnt. Und dann hat er mit dem Handy drauf geguckt, war dann auch sehr begeistert. Und was ich so super finde in der Geschichte, dass ich quasi jemanden gebracht habe, weil er hat vor, sich wieder im Karate anzumelden und er hat ja schon Boxsack geübt, der hat einen Boxsack super geübt. Der hat einen Boxsack geübt, dass ich jemanden gebracht habe, dass ich jemanden motiviert habe, wieder mit Kampfsport, Kampfkunst anzufangen, den Weg zu gehen, dass ich jemand positiv in die Richtung gebracht habe. Durch meine Motivation, durch meine Erzählungen und dank dem Bruce Lee, durch die Bruce Lee Filme. Und wenn man dann was Positives so erweckt bei den Leuten und das ist so, und ich habe mit dem auch einen guten Kontakt, ja, das gibt einem Zufriedenheit. Ja, wenn man jemand quasi motiviert, so einen Weg zu gehen und der hat wieder Spaß danach zu gehen und das zu machen oder will es machen und möchte es auch bestimmt, dann das ist viel besser, sowas positiv auf den Weg zu bringen und das Wir-Gefühl zu haben, als irgendwas. Das ist viel besser als irgendwas Negatives über jemand anderes zu sagen. Weil es gibt auch ein schlechtes Feng Shui und man wird selber durch das verbittert auf Dauer. Und da war ich schon stolz auf mich. Und die Leute in die Richtung Martial Arts zu bringen, weil egal wie jung, wie alt jemand ist, Martial Arts gibt da immer was auf der Weg an Werte mit, wo die weiterhilft im Leben. Ja. Und was noch wichtig ist, gegen Rassismus, Rassismus widerlich, jede Kultur ist schön, jede Kultur ist wertvoll und nur der Respekt miteinander, zueinander bringt uns weiter im Leben, weil wenn das Wir einander stimmt, dann stimmt auch der Inhalt eines Lebens.